Liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute lade ich euch ein, diesen tollen Poncho-Pulli für Mädchen mit mir zu häkeln. Er ist ungefähr für 4 bis 5 Jahre gedacht und ich wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Pulli nehme ich diese Acrylwolle Bumbo bei Mayflower. Da hat so ein Knäuel 150 Gramm und 525 Meter Lauflänge und eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 66 Luftmaschen und ich häkle sie nicht zu fest. Und wenn ihr 66 Luftmaschen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 66 Luftmaschen gemacht und häkle jetzt in die zweite Luftmasche von der Nadel aus gesehen eine feste Masche und häkle in jede weitere Luftmasche eine feste Masche und wir müssten 65 feste Maschen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 65 feste Maschen gehäkelt und wende jetzt die Arbeit. Beginne mit 3 Luftmaschen und die nächsten beiden Stäbchen werden wir gemeinsam abmaschen. Das heißt, wir machen einen Umschlag, stehen in die nächste feste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen wieder einen Umschlag, stechen in die nächste feste Masche ein, maschen 2 Fäden ab und maschen dann alle Fäden gemeinsam ab. So sind jetzt 3 zusammen abgemaschte Stäbchen entstanden, inklusive diesem Ersatzstäbchen. Jetzt folgen 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Ein Umschlag, in das erste einstechen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, beim zweiten den Faden durchholen, 2 abmaschen, das Ganze ein drittes Mal, ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Wir haben 2, 4, 6 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab. Jetzt folgen wieder 5 Stäbchen nebeneinander. 1,
2, 3, 4, 5. Das Ganze sieht jetzt schon sehr gezackt aus, genau wie wir das haben wollen. Jetzt folgen 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5. 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stäbchen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5 und am Ende bleiben 3 feste Maschen übrig und da kommen 3 zusammen abgemaschte Stäbchen hinein. 1, 2, 3 und wir wenden unsere Arbeit. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben ein schönes Zackenmuster erhalten. Die dritte Reihe geht genau gleich wie die Vorreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, sodass wir wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen haben.
häkeln 5 Stäbchen nebeneinander, 3, 4, 5 und wir befinden uns jetzt auf dem höchsten Punkt. Hier ist das 5er Grüppchen der Vorrunde, 1, 2, 3, 4, 5 und in die Mitte hinein, also in das dritte Stäbchen, kommt immer diese Gruppe von 5 Stäbchen in eine Masche, 3, 4, 5, dann folgen 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, dann die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, dann wieder 5 ganz normale Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5 und wir sind wieder beim 5er Grüppchen, beim dritten Stäbchen, also genau in der Mitte, kommen wieder die 5 in eine Masche, 2, 3, 4, 5. Das Ganze sieht so aus und das machen wir jetzt die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der dritten Reihe fertig und jetzt seht ihr hier noch 3 Maschenköpfe am Ende und hier kommen 3 zusammen abgemaschte Stäbchen hinein. Das Ganze sieht dann so aus und wir wenden wieder, häkeln wieder 3 Luftmaschen und 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und diese und die nächste Reihe sind absolut gleich wie die Reihe, die wir zuvor gemacht haben. Also insgesamt haben wir dann 5 Reihen inklusive dieser ersten Reihe feste Maschen. Und wenn ihr wenn ihr insgesamt 5 Reihen habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 5 Reihen gehäkelt, eine Reihe mit festen Maschen und 4 Musterreihen. Bin jetzt auf der Vorderseite, das erkennt ihr auch immer. Wenn der Faden links hängt, seid ihr auf der rechten Seite und wir kommen jetzt zu einer Rückreihe und die machen wir ein bisschen anders jetzt. Wir starten mit 3 Luftmaschen und 2 zusammen abgemaschten Stäbchen, das ist noch gleich. Jetzt folgen 5 Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, stechen um das Stäbchen herum, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Ein Umschlag um das Stäbchen herumstechen, ein Stäbchen häkeln, 3, 4, 5. Jetzt folgen die 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt folgen wieder 5 Reliefstäbchen von vorne. Hier ist das erste, gleich nach dieser großen Masche hier. Eins,
4, 5. Jetzt folgen die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen, die machen wir genau wie vorhin. 2, 3, 4, 5. Jetzt wieder 5 Reliefstäbchen von vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch hier landen wir immer auf dem dritten Stäbchen des Fünfergrüppchens. Da folgen 5 in eine Masche. 2, 3, 4, 5. 5 Reliefstäbchen von vorne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Reliefstäbchen von vorne. 1, 2, 3, 4, 5 und wir landen wieder auf dem dritten Stäbchen des Fünfergrüppchens und hier kommen wieder die 5 in eine Masche. 2, 3, 4, 5. Wir befinden uns ja jetzt auf der Rückseite und auf der Vorderseite sieht das dann so aus. Ihr seht hier diesen Steg, der entsteht durch die Reliefstäbchen. Und jetzt macht ihr die Reihe so fertig. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ende dieser Reihe ist ganz genau gleich wie bei allen anderen. Wir enden mit 3 zusammen abgemaschten Stäbchen und wenden unsere Arbeit wieder. Und jetzt folgen 3 ganz normale Musterreihen, so wie wir sie vorhin gemacht haben. Und die 4., die folgt, ist dann wieder eine mit Reliefstäbchen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 10 Reihen insgesamt gehäkelt. Und ich mache das Ganze jetzt so weiter. Also jetzt folgen wieder 3 ganz normale Musterreihen und dann wieder eine mit Reliefstäbchen, immer bei der Rückreihe. Und ich mache das Ganze 24 Reihen hoch. Das sind dann ungefähr 40 cm. Und dann brauchen wir noch eine Begradigungsreihe. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 24 Reihen gehäkelt und habe jetzt ungefähr 40 cm und ich häkle jetzt eine Abschlussreihe, also eine Begradigungsreihe. Dazu beginne ich mit 4 Luftmaschen, 3, 4 und häkle in die nächste Masche ein Doppelstäbchen. Das heißt, dass wir 2 Umschläge holen und immer 2 Fäden abmaschen. Jetzt folgen 3 gewöhnliche Stäbchen. Zwei,
Jetzt mache ich 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und in die mittlere dieses Fünfergrüppchens häkle ich eine Kettmasche. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt folgen wieder 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Doppelstäbchen. 1, 2, 3. 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und wir sind wieder beim mittleren Stäbchen des Fünfergrüppchens und hier häkeln wir eine Kettmasche und wieder 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Doppelstäbchen. 1, 2, 3. 3 Stäbchen. 1, 2, 3. 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und wir sind wieder beim Fünfergrüppchen am höchsten Punkt eine Kettmasche. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Hier verbleiben noch 2 Maschenköpfe. In die kommen noch jeweils ein Doppelstäbchen. Ich häkle noch eine Luftmasche, lasse ca. 2 Meter Faden dran. Den brauchen wir dann für die Schulternaht. Ziehe den Faden durch, ziehe ihn fest. Und jetzt müsst ihr genau dasselbe Teil noch ein zweites Mal anfertigen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die Teile jetzt, also ich habe beide Teile gehäkelt, genau gleich und habe sie so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Und ein Kind hat schon also mit 4 Jahren haben Kinder schon einen Kopfumfang von ca. 50 bis 52 cm. Und das müssen wir also offen lassen. Und jetzt schließen wir die erste Schulternaht. Ich habe den Faden ja dran gelassen, steche also in die erste Masche ein, vorne und hinten ebenfalls. Hole den Faden durch beide Teile durch, häkle zunächst eine Luftmasche und dann eine feste Masche und häkle jetzt bis zur Klammer die beiden Teile Masche für Masche zusammen und bei mir sind das
10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn durch und ziehe ihn fest. Und auf der zweiten Seite, also ihr dreht euch das Ganze um und macht auf der zweiten Seite genau dasselbe. Wieder in die äußerste Masche einstellen, Faden durchholen, eine Luftmasche und eine feste Masche. Und wieder 9 weitere feste Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Beide Schulternähte sind jetzt gemacht und jetzt häkeln wir hier den Seitenstreifen dran. Dazu legen wir die Teile mit der schönen Seite nach oben, so quer auf den Tisch. Ich nehme hier eine weiße Wolle von ähnlicher Stärke. Die habe ich bei Teddy gekauft. Es ist ebenfalls ein Acrylgarn. Sie hat 107 Meter Lauflänge pro 50 Gramm und ist ziemlich genau gleich dick wie diese hier. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich schlinge ganz am Rand neu an. Das heißt, ich steche ganz am Rand ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche häkle ich ein halbes Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jede Reihe sozusagen, also immer in diese größere Lücke hier, häkle ich 2 halbe Stäbchen hinein. Springe zur nächsten größeren Lücke und häkle 2 halbe Stäbchen, zum nächsten immer 2 halbe Stäbchen. Und wir sehen uns an der Schulternaht wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 47 halbe Stäbchen erhalten. Also ihr seht, das sollte relativ flach sein. Also weder zu viele noch zu wenige. Wenn ihr zu viele macht, wellt es sich, und wenn ihr zu wenige macht, zieht es sich zusammen. Und jetzt häkle ich hier in dieses Ersatz-Doppelstäbchen noch 2 halbe Stäbchen. 1, 2 und dann noch 1 ganz nahe bei der Naht. Somit habe ich 50 und mache genau das gleiche auf der anderen Seite. Ich beginne hier gleich nach der Naht, häkle 2 um dieses Doppelstäbchen herum und dann wieder je 2 in jede größere Lücke und achte darauf, dass ich wieder auf 50 halbe Stäbchen komme. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald.
Willkommen zurück. Ich habe jetzt auch auf der zweiten Seite genau 50 halbe Stäbchen gehäkelt und ich wende die Arbeit und ich beginne jede Reihe mit 2 Luftmaschen, die zähle ich aber nicht als halbes Stäbchen und beginne immer gleich in der ersten Masche mit einem halben Stäbchen. Achte darauf, dass jede Reihe dieselbe Maschenzahl hat. Bei mir sind es in diesem Fall 100 und ich häkle insgesamt, also mit dieser ersten, die wir schon gemacht haben, 6 Reihen halbe Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also 6 Reihen halbe Stäbchen dran gehäkelt und ich war so im Eifer des Gefechts, dass ich den Faden gleich vernäht habe, aber das sollte kein Problem sein. Am Ende einfach immer eine Luftmasche häkeln zur Absicherung und den Faden durchziehen und festziehen. Und auf der anderen Seite macht ihr ganz genau dasselbe wie auf dieser und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auf beiden Seiten den Streifen dran gehäkelt. Das ist die schöne Seite und wir drehen uns das Ganze jetzt um, so dass die linke Seite außen ist. Und ich beginne hier bei der Schulternaht, steche ganz nahe bei der Naht ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen und häkle auf jede Masche, die kommt, ein Stäbchen drauf. Und wir sehen uns bei der anderen Schulternaht wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 46 Stäbchen erhalten bis zur anderen Schulternaht und häkle hinten ebenfalls auf jede Masche ein Stäbchen und ihr müsst nur darauf achten, dass am Ende eine gerade Zahl herauskommt. Also es kommt hier nicht auf ein Stäbchen mehr oder weniger an, aber wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch auf der anderen Seite 46 Stäbchen erhalten und somit haben wir 92 Stäbchen und eine gerade Maschenzahl und ich schließe mit einer Kettmasche zur Runde in die dritte Luftmasche und häkle wieder ein Stäbchen, also ein Ersatzstäbchen, 3 Luftmaschen und dann das nächste Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne. Ich zeige es euch noch einmal. Ihr holt einen Umschlag und stecht um das Stäbchen herum, holt den Faden durch und häkelt das Stäbchen zu Ende. Dann auf das nächste Stäbchen ein normales Stäbchen. Dann wieder ein Reliefstäbchen von vorne. Ein normales Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorne. Und wenn ihr dieses immer ein bisschen zur Seite schiebt, hier kommt immer das normale Stäbchen hinein. Und hier darauf achten, dass ihr nicht aus Versehen in dasselbe Stäbchen noch einmal verwendet, sondern immer vorwärts arbeiten.
Und das machen wir jetzt die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe rundherum gekommen. Als letztes, bevor wir die Runde schließen, kommt noch ein Reliefstäbchen von vorne. Und wir schließen die Runde in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und von jetzt an sieht man das sehr gut. Wir häkeln immer um das Reliefstäbchen wieder ein Reliefstäbchen von vorne, dann ein normales Stäbchen, wieder ein Reliefstäbchen von vorne, ein normales Stäbchen und so weiter. Am Ende kommt immer, das letzte ist immer ein Reliefstäbchen und hier schließen wir wieder zur Runde. Und das machen wir jetzt, bis wir ungefähr 12 cm Höhe des Kragens erreicht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 11 Reihen mit diesen Reliefstäbchen gearbeitet. Das sind bei mir 12 cm. Und jetzt häkle ich zum Abschluss noch eine Reihe halbe Stäbchen. Dazu häkle ich zunächst eine Luftmasche, hole einen Umschlag und steche direkt über diesen 3 Luftmaschen ein, hole den Faden durch und häkle ein halbes Stäbchen und häkle auf alle Stäbchen der Vorrunde ein halbes Stäbchen drauf. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich häkle halbe Stäbchen bis in die allerletzte Einstichstelle, damit hier kein Loch entsteht. Und ich schließe die Runde nicht in die erste obere Masche, sondern in die zweite mit einer Kettmasche. So ist hier das ganz zu. Und häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt, also wir sind ja immer noch auf der weniger schönen Seite, jetzt drehe ich das Ganze um auf die schöne Seite. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben einen wunderschönen halsfernen Rollkragen erhalten und jetzt fällt nur noch eines. Ich messe von der Schulternaht 15 cm herunter circa, mache mir eine Markierung. Ihr achtet darauf, dass die Teile ganz schön übereinander liegen auf beiden Seiten und dann nehme ich 4 Knöpfe. Hier kommt also der erste hin und in regelmäßigen Abständen noch 3 weitere. Das dürften ungefähr 6 cm Abstand sein von Knopf zu Knopf. Das habe ich genau getroffen. Das Ganze macht ihr auf beiden Seiten so und ich nähe also durch beide Teile durch die Knöpfe an, sodass die Seitennaht damit geschlossen ist sozusagen. Und dann am Ende werde ich das Ganze noch in die Waschmaschine geben, bei 30 Grad mit einem Wollwaschmittel waschen
schön in Form ziehen und liegend trocknen lassen und natürlich alle Fäden vernähen. Und dann ist unser schicker Poncho-Pulli fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Nachhäkeln und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.